Neu im Programm bei der Firma Spleen ist jetzt hier ein Kite mit dem Namen Squid und natürlich auch direkt bei uns sofort im Test. Der Kitefoil und Wave Kite ist aufgehangen an der Fronttube mit einer 4-Punkt-Waage mit einem Pulley oder mit einer 4-Punkt-Waage mit 3 Pulleys. Beide Waageleinenkonzepte sind mit dazu geliefert und können bei Bedarf getauscht werden. Was hier die Ergebnisse sind, das erzählen wir euch natürlich im Laufe des Tests. Zudem kann der äußerste Waagepunkt nochmal auf 3 unterschiedlichen Knoten eingestellt werden, je nachdem, welche Position der Kite im Windfenster einnehmen soll. Die Steuerleinen sind direkt mit dem Tipp verbunden und es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, um Bardruck und Turning Speed hier verändern zu können. Zum B- und Entlüften gibt es ein großes Ein- und Auslassventil in der Mitte des Kites. Am Ende der Fronttube und an beiden Querstruts gibt es jeweils Leinenabweiser. Auch hier hat beim tragenden Gerüst, also bei der Fronttube und den Querstruts, ein steiferes und zugfesteres Material Einzug gehalten. Die Fronttube ist hier vernäht mit einer Kedernaht, die von der Innenseite gedoppelt und vernäht ist. Und beim Flugtuch wird hier ein hochdehnungsarmes Dreifach-Ripstop-Material verwendet. Die Abrisskante ist in einer leichten Zickzackform einfach gedoppelt. Und damit das Flattern der Hinterkante hier auch kein Thema ist, gibt es auf jeder Seite der Tipps nochmal 2 Kunststofflatten, die das Ganze stabilisieren. Das One-Pump-System der beiden Querstruts ist ganz gerade gehalten, ohne dass es abknicken kann. Aufschlag- und Scheuerstellen sind mit gummiertem Material verstärkt. Querstruts sind jeweils mit einer Single-Naht am Flugtuch befestigt und von der Innenseite gedoppelt und verklebt. Das Flugtuch ist komplett in die Tipps hineingezogen. Ob man mit dem Kitefoil oder mit dem Surfboard unterwegs ist, hier gestaltet sich der Angleitvorgang insgesamt absolut mühelos. Beim Starten bei wenig Wind reicht hier ein einfacher Loop. Die gleichmäßige und kontinuierliche Kraft, die der Spleen Squid hier liefert, reicht ohne weiteres aus, um auch schwergewichtige Personen aufs Brett und ins Gleiten zu befördern. Im Vergleich zu anderen One-Strut oder 3-Strut-Kites mit einer ähnlichen Outline und Einsatzbereich sind die Leistungen hier gut bis sehr gut. Dabei ist als erstes nochmal zu unterscheiden, welches Waagesystem man benutzt. Der Start, auch beim Loop, ist bei der Ein-Pulley-Waage etwas progressiver und wenn man die 3-Punkt-Waage verwendet, ist das Ganze nochmal runder und harmonischer und diese Kraft ist noch weicher und noch gleichmäßiger. Und da gibt es ab dem Moment, wo man ins Fliegen kommt oder auch wenn man mit dem Surfboard unterwegs ist, dann kein weiteres Loch mehr. Einmal, wenn der Kite gestellt ist, zieht er wirklich absolut gleichmäßig. Wie gesagt, mit der 3-Punkt-Waage ist das noch gleichmäßiger und er erreicht insgesamt hier eine gute Geschwindigkeit. Im Punkto Bar-Feeling sprechen wir hier durchgehend von leichten Halte- und auch leichten Steuerkräften, wobei hier die Reaktion auf den Lenkbefehl sehr genau und präzise ist. Also hier gibt es doch etliche One-Strutter hier, die deutlich langsamer agieren bei der Reaktion auf den Lenkbefehl. Und das liegt halt ein bisschen auch an diesem Konzept des 2-Strut-Kites, dass wir hier einfach in der Mitte des Kites keinen Mittelstrut haben. Dadurch kann der Kite dort stärker torsieren. Das heißt halt, die Anlenkung geht über einen breiteren Bereich, wodurch halt hier insgesamt halt ein ganz rundes Einlenkverhalten produziert wird. Und auch hier merkt man natürlich klar und deutlich den Unterschied zwischen der Ein-Pulley-Waage und der 3-Pulley-Waage. Mit der Ein-Pulley-Waage ist er insgesamt noch ein Tick knackiger auf der Bar, also noch ein bisschen präziser. Und wenn, wie hier zu sehen,
die 3-Polybar verwendet wird, wird er wirklich auch bei starkem Lenkeinschlag ganz weich und rund von seiner Bewegung, aber absolut direkt mit gutem Feedback. In puncto Drehvermögen, Drehradius und Geschwindigkeit hat er hier eine spielerische Rolle. Er kann halt je nachdem, wie stark die Bar vom Lenkeinschlag bedient wird, hier teils weite, gleichmäßige, runde Radien fliegen. Er kann aber auch kurz und eckig bedient werden. Gerade mit der Ein-Pully-Waage reagiert er halt doch wirklich schnell. Er ist jetzt bei dem Vergleich der Wave Kites, da gibt es natürlich noch Schnelleres. Aber man muss auch dazu sagen, wir hatten jetzt für die Welle nur 9 und 11 Quadratmeter, also sind hier nur 9 Quadratmeter in der Welle gefahren. Da ist natürlich halt der Vergleich dann dementsprechend auch schon wieder gut, was das Reaktionsvermögen und die Drehradien angeht. Wichtig ist halt, dass er wirklich sofort bei der leisesten Bewegung halt schnell reagiert und auch mit einer guten Geschwindigkeit in die Radien reingeht und er ist jederzeit halt korrigierbar. Den Ansatz zum Tellern zeigt er mit beiden Waageleinen-Kombinationen nicht. Der Spleen Squid hat durchgehend einen gleichmäßigen Grundzug und eine Kraftspitze, die auch stets weich ausfällt. Besonders wenn man jetzt hier nochmal unterscheidet zwischen den unterschiedlichen Wagen, ist auch die, wie schon eben erwähnt, halt die Ein-Pully-Waage ein kleinen Tick progressiver, aber immer noch im weichen Bereich und vergleichsweise die 3-Punkt-Waage gibt halt hier, da gibt es gar keine Progression mehr in der Kraftspitze, da bleibt das Ganze immer ganz gleichmäßig und rund. Also wer sich beim Kitefoilen gar nicht stressen lassen möchte, der ist mit dieser 3-Pully-Waage wirklich goldrichtig bedient. Grundsätzlich ist der Spleen Squid von seiner Profilstabilität ganz ausgezeichnet. Das liegt daran, dass wir hier ein wirklich sauberes, schönes Profil haben, was immer stets und ständig gleichmäßig angeströmt wird. Wir haben im Unterschied jetzt zu einem One-Strut-Kite oder einem 3-Strut-Kite genau in der Mitte des Kites keine Strut. Das ist ein Punkt natürlich, der dann bei extremen Bedingungen, was Deep-Power-Vermögen angeht halt und ganz kritischen Punkten oder auch auf der im letzten Punkt der Performance halt beim Anwendkurs leicht von Nachteil ist, dass hier der mittlere Teil nicht zu 100% gestützt ist. Das ist leider der Preis, den man dann für dieses schnelle und homogene Ansprechverhalten der Lenkung zahlen muss. Das Safety-System von Spleen löst bei 6 Kilo unter einer Last von 120 Kilogramm aus. Der Absturz erfolgt hier drucklos über eine Single-Frontleine und dank des neuen modernen Click-In-Systems des Chicken Loops braucht man nur das lose Ende wieder in die Öffnung stecken und schon ist alles arretiert und das Ganze ist zum Wiederstart bereit. Über das Ziehen und Halten einer Steuerleine startet der Squid auch bei Windstärken von 5 bis 6 Knoten. Was den Spleen Squid in der Welle, also beim Surfen in der Welle, sehr angenehm macht in den Größen 9 und kleiner, ist diese wirklich gleichmäßige Kraftentfaltung mit einer schönen Positionierung und dass wir hier keinerlei Progression haben in den Kraftspitzen. Wenn man ihn jetzt mit der Ein-Pully-Waage fährt, ist der schnell genug und reaktiv genug, auch in 9 Quadratmeter, um auch dem vorgelenkten Stil schön zu entsprechen, also dass man da halt schnell genug von der Reaktion des Kites unterwegs ist. Aber auch wenn man ihn gestellt fliegt, bleibt er aufgrund seines geringen Gewichts und einem guten Driftverhalten sehr schön auf der Position, ohne nach rechts oder links wegzustallen. Die 3-Pully-Waage würden wir nur demjenigen empfehlen, der es insgesamt etwas ruhiger angehen lassen möchte, weil dann das weiche und runde Drehvermögen insgesamt von der Reaktion einen kleinen Tick verzögert kommt
gefühlt und da ist die Einpulli-Waage dann insgesamt wirklich von Vorteil. Beim Springen verhält sich vom Ansprechverhalten der Lenkung das ähnlich. Wir haben ein etwas schnelleres Aufsteigen mit der Einpunktwaage und dementsprechend können wir diese kleine Explosivität, die da noch da ist, für gute und auch schön lang anhaltenden Lift nutzen. Einzig natürlich konstruktionsbedingt bei einer etwas gedrungeneren Kappe findet logischerweise die Hangtime hier eine gewisse Grenze. Wir sind jetzt nicht im Hochleistungs-Freeride-Bereich, aber nichtsdestotrotz ist die Hangtime ausreichend lange genug, um hier auch ein paar ansehnliche Sprünge zeigen zu können. Zudem reagiert halt für denjenigen, der jetzt im Einstiegsbereich dabei ist, beim Sprungverhalten das Sheet and Go, also nur das Anziehen der Bar, mit der Einpunktwaage einen kleinen Tick effizienter. Insgesamt ist das hier ein wirklich sehr schön homogen ansprechendes Sprungverhalten, was sehr ausrechenbar ist. Man hat trotz der geringen Barkräfte hier immer noch ausreichend gute Fühlbarkeit. In Kite Loops ein schönes, schnelles Aufsteigen. Das liegt aber natürlich daran, wenn man ihn wirklich scharf einlenkt, dass er dann auch einfach eng dreht und dann sofort auch ganz gut fängt. Das Ganze ist hier so ausgerichtet, dass man immer eine schöne, softe und gute Kontrolle hat. Der Squid zeigt sehr schön auf, wie beim Foilen und beim Kitesurfen mit dem Directional, wo hier die Vorteile dieses Zwei-Strut-Systems beim Kite liegen können. Das ist einfach dieses runde, gleichmäßig homogene, ansprechende Lenkverhalten, was halt insgesamt, weil sich der Kite halt so stark verwindet gegenüber einem Kite mit einer Mittelstrut, da hat man das Gefühl, es geht alles etwas schneller. Dabei bleibt aber, weil der Vortrieb, der jetzt hier in dem Moment, wo man eindreht, mehr oder minder ausbleibt, hat man einfach keine wirklich erhebliche Kraftspitze. Das ist natürlich super angenehm halt beim Kitesurfen, aber die Leistung ist trotzdem hoch genug, um auch beim Kitefoilen hier gute Sprünge abliefern zu können, um eine gute Spürbarkeit halt auf der Lenkung beizubehalten. Beim Kitesurfen ist der Drift insgesamt halt ganz schön, wenn man ihn nicht bewegt. Er ist aber, wenn man stärker einlenkt, wiederum halt schnell genug, um jeder Bewegung folgen zu können. Also dieser ganze Kompromiss hier, den man in den beiden Spielarten aufzeigt, ist wirklich echt ganz gut gelungen. Also das bringt definitiv wirklich Spaß. Es ist vom Feeling einen kleinen Tick anders als ein One-Strutter oder ein Drei-Strutter, aber es hat definitiv seinen Reiz, muss man ganz klar sagen. Und damit das alles gut funktioniert, merkt man auch halt, das neue, steifere Material macht diese Kombination erst so richtig möglich, dass man hier ein schönes, homogenes Ergebnis hinbekommt. Und das schlägt mit 1.499 € bei 11 Quadratmeter zu Buche, was von unserer Seite aus ein wirklich mehr als fairer Preis ist für die große Menge Spaß, die einem hier geboten wird.